dritte Tag Pyrenäen. Wir sind in Sort gewesen, hier in diesem Hotel, was an sich ganz okay war. Das Essen ist hier in Spanien allerdings nicht ganz so gut. Das Frühstück war so ein bisschen enttäuschend, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm. Die Mopeds sehen aus wie Sau. Es hat heute Nacht wieder ordentlich gewütet hier. Ordentlicher Regen runtergekommen, richtig schön dreckig. Und wir fahren jetzt direkt aus dort raus in die Berge hinein und dann geht's Richtung Andorra. Ja, so ist der Plan. Viel Spaß. Gucken, ob ich hier drauf komme. Jetzt steht schon wieder so schräg. Ja. So, 450 Kilometer sind heute auf dem Plan bis zum Mittelmeer. Und wir starten jetzt. Nein, bleibst du stehen? Hier muss ja echt aufpassen. Sind alle ein bisschen schräg unterwegs hier. Hier fährt jeder, wie er lustig ist. So, da geht's hoch jetzt hier. Irgendwo da so. Das sieht gut aus. Schaut euch die wunderschöne spanische Sonne an, die uns hier ins Gesicht scheint. Hoffentlich bleibt das so. Im Moment sieht es ja richtig gut aus. Wir hatten gestern Abend echt einen schönen Abend gehabt, war ein richtig cooler Tagesabschluss sowieso gestern. Schon alleine hier reinzufahren nach Spanien, endlich Sonne zu haben nach diesem nebligen, cloudy, feucht und nass Wetter. Und waren dann auch in einer leckeren Pizzeria, haben echt eine gute Pizza gegessen, sehr gut, haben ordentlich Wein gebechert und ja, das eine oder andere Kaltgetränk. Und haben auch gut geschlafen. War insgesamt echt gut. Frühstück war, wie gesagt, heute Morgen nicht ganz so dolle, aber naja, man kann nicht alles haben. Jetzt geht's endlich los. Und wir fahren in die Berge rein. In Folge 5 unserer Pyrenäenreise geht es nach Andorra, dem Dach der Pyrenäen. Andorra ist ein in den östlichen Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich gelegener demokratischer Staat in Form einer parlamentarischen Monarchie. Mit 468 Quadratkilometern ist das Fürstentum der flächengrößte der 6 europäischen Zwergstaaten und der einzige Staat der Welt, in dem 2 ausländische Amtsträger gemeinsam die Funktion des Staatsoberhauptes wahrnehmen. Andorra ist außerdem extrem kontrastreich. Zum einen ist dieses Land eine völlig touristisch überlaufene Steueroase, bei welchem man als Motorradfahrer im ersten Moment denkt, wo bin ich hier nur hingeraten? Aber es ist eben auch ein winziges Land mit sage und schreibe 65 Berggipfeln über 2000 Meter und so einigen wunderbar einsamen Pässen, welche man als Motorradfahrer unbedingt gesehen haben sollte. Dieses Videoprojekt war bisher mein mit Abstand aufwendigstes. Unzählige Stunden habe ich am Schnitt gesessen und es steckt unglaublich viel Herzblut in dieser Produktion. Wenn du mich bei dem, was ich mache, unterstützen möchtest, dann schnappe dir in einem Gänsehautmoment dein Smartphone und teile ein Foto oder einen kurzen Videoschnipsel auf deinen Social-Media-Kanälen und verlinke mich oder dieses Video. Das wäre großartig. Also ich sag mal so, wir könnten einen Tag besser starten, als direkt vom Hotel aus hier in so eine wunderbare Straße einzutauchen, hier und den Berg zu erklimmen, über diese wunderbaren, herrlichen Kurven mit dieser Aussicht hier. Ein Traum. Viel besser kann es eigentlich nicht losgehen. Wir sind noch keine 10 Minuten unterwegs. Ja, und mir nichts, dir nichts, sind wir auch schon wieder auf 1500 oder über 1500
Höhenmeter. Die Luft ist herrlich hier. Und es geht immer noch ein Stück weiter hoch. Direkt von Sort aus sind wir in Richtung Osten gestartet, wo wir für knapp 20 Kilometer und über 1000 Höhenmeter der N260 folgen. Südlich vorbei am 2374 Meter hohen Roca de Coma Serrera schlängelt sich diese herrliche Straße hinauf zu unserem ersten Pass, dem Port del Canto. 1721 Meter. Wir sind oben. Auch die weiteren 25 Kilometer der N260 gehen genauso weiter und führen uns geradewegs nach Andorra. Also diese Straße hier an diesem Berghängen entlang hier, die fahren wir jetzt schon, keine Ahnung, gefühlt ewig und es geht immer so weiter hier mit dieser Wahnsinnsaussicht und es kommen einfach nur Kurven vor einem hier. Es ist so geil zu fahren. Absoluter Wahnsinn. Also die ist auf jeden Fall ganz weit oben auf der beste Straßenliste, die wir so gefahren sind. Das ist hier, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Aussicht und an dem Wetter, was wir jetzt hier haben. Aber das macht so Laune. Es geht immer so weiter. Guckt euch das an hier. Das ist doch einfach nur krass.
Da fehlen einem echt die Worte hier. Das ist sowas direkt zum Frühstück. Mega. Es geht jetzt ein wenig runter, sind wir auf 900 Metern. Es ging die ganze Zeit deutlich über 1000 Meter entlang. Und wie gesagt, keine Ahnung, eine halbe Stunde mindestens fahren wir diese Straße jetzt schon. Und es könnte eigentlich ewig so weitergehen. So, ich glaube, wir sind jetzt hier an der Grenze zu Andorra. Ja, also wir sind an der Grenze zu Andorra hier. Gerade ist mal die GoPro ausgestiegen, da ist die Speicherkarte voll. Ja, ihr hört es, aber versteht es nicht. Genau an der Grenze zu Andorra, an welcher wir uns hier befinden, ist meine Speicherkarte der GoPro voll und das Mikrofon der Insta360 ist in diesem Fall nicht wirklich zu gebrauchen. Es ist in jedem Fall zuerst einmal ein kleiner Schock, wenn man hier ankommt. Zum einen fühlen sich so sichtbare Grenzen irgendwie befremdlich an. Ich kann mir überhaupt nicht mehr richtig vorstellen, wie das früher einmal war. Ein Hoch auf die Reisefreiheit. Zum anderen zeigt sich uns Andorra zu Beginn von seiner außerordentlich hässlichen Seite. Hier reihen sich Tankstellen und Banken aneinander, gefolgt von Kaufhäusern, Boutiquen und ganz viel Verkehr. Das Verrückte hier ist aber, dass sich dieses Chaos inmitten von unzähligen Bergen befindet und wenn man auch nur ein paar Mal richtig abbiegt, ist man wieder in der Einsamkeit und im Kurvenparadies schlechthin und man traut seinen Augen kaum, wenn man hier aufs Navi schaut. So, in Andorra angekommen, geht's auch direkt den ersten Pass hoch. Ja. Hier ist ganz schönes Chaos. Hier gibt es 1 Million Tankstellen. Haben wir schon gesehen. Und Banken. Und ringsrum Berge. Ist auf jeden Fall wieder etwas enger und ziemlich steil, wie das hier hochgeht. Hier ein kleines bisschen anspruchsvoller werden hier mit der Versys und mal sehen, wie das mit dem Gegenverkehr aussieht. Der erste kam uns gerade schon so ziemlich auf unserer Spur entgegen. Von St. Julià de Lòria, der südlichsten Gemeinde Andorras kommend, bogen wir nach Westen ab, um in einen der beeindruckendsten Pässe der Südpyrenäen einzutauchen oder besser gesagt hinaufzufahren. Wobei es diesen Pass als asphaltierten Pass erst seit 2014 überhaupt gibt. Denn vorher gab es nur die Nordrampe, welche wir später hinabfahren werden und welche nicht weniger beeindruckend sein wird. Und wenn du jetzt der Meinung sein solltest, diese Straße wäre eng, dann warte es ab. So einen asphaltierten Pass habe ich bisher noch nirgends gesehen. Mensch, es geht aber auch gut hoch hier. Direkt wieder über 1000 Meter und wieder einer auf unserer Spur hier. Scheint hier sehr flexibel gehandhabt zu werden.
Es geht noch da hoch. Was für eine krasse Straße hier hoch. Das ist richtig Arbeit. Vorhin an dem Hang entlang, das war ja quasi, ja, das ging so richtig von alleine von der Hand. Aber hier muss man wirklich arbeiten hoch zu. Das ist schon so ein bisschen anspruchsvoll. Macht aber echt Bock und wir sind jetzt 1400 Meter schon hoch. Und die Aussicht ist schon richtig heftig. Und dann immer noch 5 Kilometer vor uns bis zum höchsten Punkt da. Geht noch ein ganzes Stück so weiter. Und wir müssen es dann auch wieder runterfahren. Eieiei. So, wo müssen wir denn lang? Geradeaus hier hoch. Und schaut euch diese wahnsinnige Aussicht hier an. Wow. Und hier geht's gut runter. Immer schön die Augen auf der Straße lassen jetzt. Auf dieser winzigen Straße, wo einem auch nicht wirklich was entgegenkommen sollte hier. Das wird mit einem Auto schon richtig eng. Also sowas bin ich echt auch noch nicht gefahren hier. Das ist einfach verrückt. Das ist so eine winzige Straße. Die Spitzkehren sind extremst eng. Einen Fahrradfahrer haben wir eben schon getroffen. Richtig krass. Aber bester Asphalt hier. Was ich beim Hinauffahren nicht wusste, dieser Abschnitt ist eine Einbahnstraße, was auch anders eigentlich überhaupt nicht machbar wäre. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Aufnahme so sieht hier, aber das ist so krass eng und steil. Das geht hier nur im ersten Gang mal kurz. ...1900 Meter gleich. So, ich glaube, wir sind am höchsten Punkt angelangt hier. Col de la Gallina. Ja, und hier müssen wir mal kurz auf jeden Fall anhalten. Es geht ja doch hier hinten runter. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das hier ist. Muss ich mir gleich mal angucken, ob es doch keine Sackgasse war, sondern wir hier drüben runterfahren. Naja, werden wir gleich mal checken. Das Moped steht ein bisschen wackelig, aber passt schon. So. So, also es geht doch irgendwie hier runter. Bin mal gespannt. So richtig für mich sah es eigentlich aus auf der Karte, als wenn das
Wenn wir die gleichen Dings wieder runterfahren müssen, aber anscheinend nicht. Das ist nämlich sogar eine Einbahnstraße hier oben, das Stück. Also wir müssen sogar hier wieder runter. Aber das ist schon echt geil hier oben, ey. Das hat mir richtig gut gefallen. Die Berge sind heftig hoch hier. Und es ist auch ziemlich ruhig hier. Und die Luft ist so herrlich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie wunderbar diese Luft ist. Es riecht so ein bisschen nach diesen Nadelwäldern hier, diesen Nadelwald. Oh. Angenehme, kühle 20 Grad. Sehr, sehr schön. Die Straße hier runter sieht auch jetzt ein bisschen breiter aus. Ist auch ganz gut. Ist vielleicht ein kleines bisschen leichter jetzt zu fahren. Aber es geht unendlich lang hier noch serpentinig runter. Das zieht sich in 8 Kilometern, geht es irgendwo rechts hier. Und das bei dem Tempo, da ist man ein ganzes Stück unterwegs. Ich muss sagen, ich hatte ja schon so ein bisschen Angst jetzt, wo wir nach Andorra reingefahren sind. Und das wirklich wie so eine Einkaufsmetropole erstmal einem nur erscheint. Eine Tankstelle an der anderen. Unzählige Autos, die da reingefahren sind. Ich habe schon so ein bisschen befürchtet, dass die Pässe hier auch mega überlaufen sind und wir uns nur an so einer langen Schlange anstellen. Aber schaut euch das an, hier ist ja kein Mensch unterwegs. 2 Radfahrer haben wir gesehen, oben auf dem Pass. Ansonsten ist hier mal gar nichts los. Verstehe ich nicht. Aber ist mir natürlich so viel lieber. Auch die fast 12 Kilometer lange nördliche Abfahrt vom Col de la Gallina besticht durch eine spektakuläre Streckenführung mit unzähligen Serpentinen. Die Straße, deren einziger Grund darin besteht, das andorranische Straßennetz auf die Bedürfnisse des Radsports hin zu ergänzen und attraktiver zu machen, wechselt beständig von breit zu eng und offenbart uns wieder und wieder beeindruckende Blicke auf die umliegenden Gebirgsketten. Hier am Osthang der Sierra Plana auf 1635 Metern befindet sich eine kleine Kapelle, welche der Jungfrau von Canolich geweiht ist. Einer kleinen Schnitzerei aus dem 12. Jahrhundert, welche den einen oder anderen Pilger anzieht. Wir folgen aber weiter der Straße, welche sich fortlaufend sehr steil und zum Teil anspruchsvoll den Hang hinabschlängelt. Jetzt wird es wieder ein bisschen kleiner. Und guckt euch das an hier, das ist der Wahnsinn. Das geht jetzt in einer Tour hier, diese kleinen Dinger runter. Was für ein krasser Pass einfach.
Es geht wirklich gefühlt endlos so weiter. Da an diesem Tag aber noch einige weitere Highlights auf uns warten, machen wir hier jetzt einen Cut mit der dringenden Empfehlung an euch, wenn ihr hier auch mal herfahrt, sollte der Col de la Gallina unbedingt auch in eurer Route enthalten sein. Also sobald man dann in Andorra wieder unten im Tal ist, ihr seht es hier ist alles vollgepflastert mit Wohnungen, Industriezeugs, irgendwelche, ja, keine Ahnung, alles voll. Sehr, sehr unschön. Aber ja, die haben halt nicht so viel Platz, ne? Die müssen ja irgendwo hin mit ihrem ganzen Kram. Und ich denke aber, dass es gleich wieder irgendwo hochgeht. Berge gibt es ja auf jeden Fall ringsherum noch genügend. Es ist wirklich ziemlich chaotisch hier. Holala. Ich weiß nicht, was anstrengender ist, diesen super engen Pass hochzufahren, den wir gerade gefahren sind, oder hier durch diese Stadt durch zu müssen. So, und wir sind endlich aus dem Zentrum hier unten raus. Aus der Stadt. Das war echt anstrengend und heiß. Mir brennt mein Bein hier. Der Motor, der ballert hier eine Hitze, gibt eine Hitze von sich. Dann die Sonne, die wird auch langsam wärmer. Und es wird Zeit, wieder ein bisschen Fahrtwind abzubekommen hier. Und ich glaube, das kriegen wir jetzt gleich. So, und es geht schön kurvig wieder den Berg hinauf. So ein bisschen an so einem Fluss entlang hier. Leider alles so auf 60 begrenzt hier weitestgehend. Ich will mal hier schon wieder ein kleines bisschen schneller fahren. Aber zumindest geht es wieder vorwärts und habe wieder ein bisschen freie Bahn hier. Und was ich hier sehe, gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, das geht ordentlich hoch jetzt. Hier in Andorra ist auf jeden Fall die Geschwindigkeit immer ganz genau geregelt. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Die Verkehrsschilder-Druckerei freut sich hier auf jeden Fall. Hier gibt es jede Menge Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder, die sich ständig ändern. Und Überholverbot und wieder Überholschilder gibt es auch. Sehr, sehr viele. So, 10 Kilometer geht es jetzt hoch. Das ist ordentlich. Diese Straße, an welcher es ganz nebenbei mehrere massive Grill- und Feuerstellen gibt, führt uns zu einem weiteren besonderen Pass der andorranischen Pyrenäen. Wobei wir heute nur bis zur Passhöhe fahren, welche sich unmittelbar an der Grenze zu Spanien befindet. Die Abfahrt in Richtung Spanien ist aber für alle, die auch einen gewissen Offroad-Anteil in die Tour packen wollen, wahrscheinlich die interessantere. Es handelt sich um den Coll de la Botella oder auch Port de Cabús genannt. Einen berüchtigten Pass, welcher gerne von Schmugglern benutzt wurde und wahrscheinlich auch noch wird. Er verbindet die Gemeinde La Massana mit Alins in Katalonien und ist insofern eine rechtliche Anomalie, da es dort oben keine Grenzkontrollen gibt, obwohl er die Außengrenze des Schengen-Raumes bildet, in dem es normalerweise robuste Passkontrollen gibt. Oh, das sieht schon wieder alles mega cool aus. Hier im oberen Teil des Port de Cabús ist die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkt und dadurch ziehen sich die letzten Kilometer schon etwas in die Länge. Aber man hat hier auf dieser breiten Straße, welche eigentlich zu einer deutlich schnelleren Gangart einlädt, umso mehr Zeit auch mal entspannt mit den Augen in die Ferne zu schweifen und diese wunderbare Aussicht in sich aufzusaugen.
Schaut euch mal an hier oben, diese fetten Vögel. Sind es Adler? Ich bin kein Vogelkundler, aber es gibt bestimmt welche da draußen, die das wissen. Schreibt mir das da unbedingt mal in die Kommentare. Was für krasse, riesige Vögel. Oh, die Aussicht ist echt krass. Das sieht mega schön aus hier. Aber heute haben wir auch allerbestes Wetter, so wie wir uns das gewünscht haben. Besser geht's eigentlich gar nicht. Endet die asphaltierte Straße auf 2305 Metern an der Grenze zu Spanien, dem höchsten Punkt des Col de la Botella, und es mutet ein wenig so an, als wäre man am Ende der Welt angekommen. So, wir fahren den Pass wieder runter. Also es ist einfach absolut gigantisch, traumhaft hier. So eine wahnsinns schöne Landschaft hier. Mega schön. Und die Pferdchen überall. Schaut euch das an. Also das ist wirklich sehr, sehr unberührte Natur hier. Diese ganzen Blümchen, die hier auch stehen. Und das riecht auch hier total süß nach irgendeinem Parfüm, wenn man hier rumläuft. Obwohl hier so ein mega krasser Aufwind ist auf allen Seiten. Je nachdem, wo man steht, kommt der Wind hier richtig hart den Hang hochgeschossen. Super schön. Die sehen auch aus, als wenn es ein bisschen kühl ist hier. Hier ist es nämlich ganz schön kühl. Also wenn ich in meinem nächsten Leben als Pferd geboren werde, dann möchte ich genau hier irgendwo in den Pyrenäen bitte rumlaufen dürfen. Schöner geht's ja wohl kaum. Guckt euch diese riesigen Vögel an. So ein Ding an. Ich habe mich vorhin schon gewundert, was hier qualmt. Mal kurz hingeguckt. Aber hier ist auch quasi so ein öffentlicher Kaminofen. Das ist echt eine coole Idee. Habe ich noch nirgends so gesehen. Gerade wenn man hier da mit einem Wohnmobil irgendwie auch stehen kann. Und dann kann man sich da was grillen. Geil. So, wir sind wieder unten in der Stadt. An dem Punkt, wo wir vorhin auf diesen wunderschönen Platz, diesen wunderschönen Ort hochgefahren sind.
Und ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht ewig lang wieder durchfahren, sondern relativ zügig wieder über den nächsten Pass fahren. So, und es geht auf den 1980, glaube ich, Meter hohen Col de Ordino, welcher sich ziemlich genau in der Mitte von Andorra befindet und mit seinen knapp 2000 Metern zu den höchsten asphaltierten Pyrenäenpässen überhaupt zählt. Die Westrampe überwindet von Ordino kommend auf knapp 10 Kilometern 680 Höhenmeter und gilt als wenig befahrene Route in Richtung Osten nach Canillo. Eine wunderbare Straße, die sich hier hochschlängelt. Super schön zu fahren, mal wieder ein bisschen breiter, ein bisschen schneller. Der Asphalt ist hier überall wie geleckt. Glatter geht's nicht. Das macht Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video sehen könnt, aber die haben hier auf der Straße in den ganzen Kurven immer noch so ein paar Linien eingezeichnet, die einem ein Stück weit den Abstand zur Mittellinie vorgeben sollen. Hier sieht man das ganz gut. Da neigt man echt dazu, einfach von ganz alleine, auch wenn man es mit der Linie sonst nicht ganz so genau nimmt, irgendwie noch ein bisschen weiter in der Mitte der Fahrbahn zu fahren und trifft so ziemlich genau die sichere Linie, wie man sie denn auch nicht überschreiten sollte. Finde ich eine ganz coole Sache. Es erleichtert auf jeden Fall gerade Fahranfängern so ein bisschen die Optimallinie oder die sichere Linie durch so Spitzkehren zu finden. Vielleicht auch dem einen oder anderen Autofahrer.
Und ich glaube, wir sind jeden Moment oben. Wir sind jetzt auf 1940 Meter. Wir sollten die Passhöhe jeden Moment erreichen. Und die ist genau hier. Col de Olina. Und wir fahren direkt wieder runter. Wir müssen wissen, auf die Zeit gucken. Wir haben uns schon sehr viel Zeit genommen jetzt für die letzten Sachen. Haben ja noch 300 Kilometer eigentlich vor uns und es ist schon kurz vor 2. Das mit dem Essen steht auch noch an, nachdem unser Frühstück ja so ein bisschen dürftig war heute Morgen. Müssen wir auch noch mal irgendwo eine kleine Pause machen. Aber hier, oh, das sieht so geil aus. Und da hinten sammeln sich auch schon so ein paar Wolken an den Gipfeln. Ich bin mir nicht sicher, wo wir genau jetzt dann lang fahren. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es sogar dort hochgeht. Das wäre natürlich nicht ganz so optimal. Aber das werden wir sehen. Ist auch gegen Nachmittag. Tendenziell kann es mal so ein bisschen sich zuziehen und auch ein bisschen gewittern wieder oder regnen. Von daher wäre es ganz gut, wenn wir dann aus den hohen Gipfeln hier raus sind. Denn da wird es sonst ungemütlich. Wollen wir hier ranfahren? Okay, dann, wir haben soeben beschlossen, dass wir hier eine kleine Pause machen. Ja, alles gut. Mal sehen, ob es hier was für uns gibt. Die Location, über welche wir da so ganz nebenbei gestolpert sind, war wirklich bildschön. Super weitläufig, ein wunderbares und liebevoll gestaltetes Ambiente mit vielen kleinen Details und einer bombastischen Aussicht auf die umliegenden Berge und die Kurven, welche uns noch bevorstehen. Heiraten wäre hier genial. Nun wollten wir aber nicht heiraten, sondern einfach nur schnell was essen. Freie Tische gab es auch jede Menge, aber ohne Reservierung keine Chance. Warum? Man fragt sich wirklich manchmal, was für einen Stock manche in ihrem Allerwertesten haben und warum manche Läden einfach keinen Bock auf Umsatz haben. Naja, wenigstens gab es etwas zu trinken und etwas Fingerfood an der Bar, welches wir ziemlich schnell verschlungen und uns dann aber doch recht bald wieder aufgemacht haben, um weiterzukommen. Auch wenn es hier wirklich verlockend gewesen ist, sich die wunderbare Sonne noch etwas länger ins Gesicht scheinen zu lassen und diese Aussicht zu genießen. Also es war wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Location hier. Wie, ja, mir fällt dazu nur ein, wie es, wenn man irgendwie so eine Hochzeitslocation hat. Sehr schick. Leider konnten wir dem eigentlichen Restaurant, obwohl da 1 Million Tische frei waren, nichts essen, weil da muss man reservieren. Man kann zwar für in einer halben Stunde reservieren und es sind auch die Tische nicht voll geworden, aber für uns gab es da erstmal nichts. Aber wir haben so einen kleinen Tapas-Toast und ein paar Oliven gegessen und was getrunken. Das war eigentlich ausreichend. Und jetzt geht's weiter. Wir haben nämlich noch sehr viele Kilometer vor uns. Geht jetzt hier erstmal schön kurvig wieder runter. Und dann glaube ich, dass es hier hinten in diese wolkenverhangenen Berge wieder rüber nach, ich meine, Frankreich geht.
über den höchsten Pass in den Pyrenäen. Und dann schlängeln wir uns so langsam in Richtung Mittelmeer. Und mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Ist jetzt echt schon die Zeit ganz gut fortgeschritten. Aber wenn nicht, dann machen wir woanders nochmal eine Nacht. Mal sehen. Die Abfahrt vom Col de Ordino führt uns über eine gut ausgebaute Straße mit vielen zügigen Kurven weiter in Richtung Osten zu unserem nächsten und letzten Pass in Andorra. So, wir sind noch ein Stück jetzt durch die Stadt gefahren hier. War aber gar nicht so lang. Wir gingen auch ein bisschen zügiger. Und jetzt geht es wieder nach oben. Über unseren letzten Pass hier in Andorra nach Frankreich. 2190 Metern und es geht noch ein Stück hoch. Der höchste Pass in den Pyrenäen. Der ist natürlich nicht ganz so spektakulär jetzt vom Fahrerischen her und auch wahrscheinlich ziemlich überfahren. Hier sind ein paar mehr Autos und auch mal ein LKW und sowas. Aber es ist halt einfach der höchste. Deswegen nehmen wir den natürlich auch mit. Man kann hier auch durch den Tunnel durchfahren nach Frankreich. Das geht auch. Der ist mautpflichtig. Aber natürlich fahren wir hier über den Pass. Ja, das sieht doch mega geil schon wieder aus mit den Wolken hier. Und hier weht auch ordentlich Wind. 2,5 Kilometer noch, bis wir oben sind. Hier bläst ein Wind von der Seite an. Der Col de Envalida ist mit seinen 2408 Metern der höchste Straßengebirgspass der Pyrenäen. Und noch etwas zeichnet diesen Pass aus. Der Pass hat trotz der enormen Höhe keine Wintersperre und ist somit zugleich die höchstgelegene ganzjährig befahrbare Passstraße Europas. Ist auch richtig kalt geworden jetzt. Wir haben hier nur noch 10 Grad in der Wolke. (9 Grad). Wird immer kühler. Immer höher, immer kühler. 2300 Meter. Und auch wenn ich eigentlich mehr Freude an abgelegeneren Pässen mit engen und verwinkelten Straßen habe, fetzt es auch zur Abwechslung irgendwie mal, so eine breite Rennstrecke nach oben zu ballern und die Würses mal wieder so richtig auszuquetschen. Und auch schön gemacht, dass man hier so ein paar Überholspuren hoch zu hat, wo man ganz entspannt an den Autos vorbeifahren kann. Man sieht natürlich überhaupt gar nichts. Ah, schade. Wir sind, glaube ich, gleich oben jetzt. Müssen wir ein kleines bisschen langsamer machen. Nicht, dass wir einfach an der Passhöhe vorbei rauschen. Aber ich sehe es ja auf dem Navi. Wir sind oben auf dem Pass. Und ich meine auch, dass das hier die Grenze ist. Hier werden wir gleich nochmal tanken auch. 2408 Meter hoch. Und direkt ganz oben auf der Passhöhe nicht eine, nein 2 Tankstellen. Jo, wir machen am besten erstmal die Mopeds voll und vielleicht zieht es ja doch noch mal kurz auf. Auch das ist eben typisch Andorra. So. Hopp. Ja, leider ist der höchste Pass der Pyrenäen in Wolken verhangen. Aber na gut, wir haben heute schon so viele schöne Bilder gesehen. Ich muss hier sowieso noch mal her. Wir haben ja gestern auch den einen oder anderen Pass verpasst, quasi optisch zumindest.
dass das eigentlich unbedingt notwendig ist, irgendwie nochmal hierher zu fahren. Und dann werden wir diese Dinge auch mitnehmen. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass wir, wenn wir jetzt ein Stück wieder runterkommen, dann wieder aus der Wolke raus sind. Nicht, dass diese Wolke auf der ganzen Seite hier Richtung Frankreich, dass das alles Wolkenverhang ist. Das wäre natürlich Worst Case. Also es ist immer noch alles in Wolken hier. Aber ich habe gerade schon zu Thomas gesagt, dass es wahrscheinlich sogar gut ist, weil wir sind gerade an so krass großen Einkaufsmeilen wieder vorbeigefahren. Das ist echt richtig hässlich. Vielleicht ist es ganz gut, dass man hier gar nicht so viel sieht. Es ist zwar der höchste Pass hier, aber bei weitem nicht der schönste. Ja, wir sind gerade hier durch die Grenze wieder durch nach Frankreich. Hier sieht man auch die Schilder. Und es ist immer noch Wolkenverhang. 8 Grad, es ist echt auch kühl. Es könnte so langsam wieder aufziehen hier. Ja, dann auf geht's. So, also, wir haben ganz kurz angehalten und haben so ein ganz kleines bisschen umgeplant jetzt, weil das Wetter doch hier irgendwie nicht so geil ist auf der Seite. Wir haben gerade nochmal bei Regenradar geschaut. Da gibt es eine fette Wolke und auch nachher auf jeden Fall Nieselregen. Und haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir noch mal ein kleines Stück Richtung Spanien rüberfahren. So ungefähr, wir wollten eigentlich auf dieses Cap de Gres, glaube ich heißt das, auf dieser kleine Halbinsel. Da müssen wir überlegen, ob wir die morgen da noch mal anfahren. Da wollte ich eigentlich heute hin. Aber wie gesagt, da ist es auch abends nicht ganz so gut gemeldet. Und deswegen fahren wir jetzt ein bisschen südlicher noch hin. So ungefähr zwischen dieser Halbinsel und Barcelona. So die Höhe haben wir jetzt einfach mal einen Punkt uns gesetzt. Und da soll es nämlich heute Abend noch warm und auch schön sein. Und das gefällt uns ganz gut jetzt hier, weil wir gerade bei den 7, 8, 9, 10 Grad rumfahren. Und es schon wieder so eiskalt und feucht ist. Kann natürlich trotzdem sein, dass wir so ein kleines bisschen Regen abbekommen. Weil dieses Regenwölkchen, das ist nicht so ganz klar zu definieren, wo das überall ist. Aber wir haben ja gestern schon die Erfahrung gemacht, dass es tendenziell auf der spanischen Seite eher schöner ist und wärmer ist. Und das hoffen wir jetzt einfach mal. Und deswegen fahren wir jetzt durch den Tunnel wieder ein Stück zurück in Richtung Spanien. Ja, so ist das mit der Tourenplanung. Das Wetter kann einem manchmal an den Bergen einen Strich durch die Rechnung machen. Das Cap de Gres war eigentlich eines der ersten Wegpunkte, welche ich in meiner Pyrenäentour gesetzt hatte. Aber die Chance auf noch etwas mehr spanische Sonne ist im Moment einfach zu verlockend. Jo, ich würde sagen, alles richtig gemacht. Dieser Moment immer, wenn man an der Schranke steht und es einfach nicht hochgeht. Aber es hat doch immer irgendwie funktioniert. So, also ich würde sagen, wir haben einfach alles richtig gemacht. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, und ich liebe es, wenn wir heute Abend einfach am Mittelmeer sitzen und unsere Füße noch ein bisschen da drin baumeln lassen können. Das ist eine echt coole Straße hier, die geht hier durch diese trockenen Felder, Steine, Felswände durch. Das ist echt, lässt sich sehr geil fahren, ziemlich zügig. Und ist wieder ein ganz anderer Look hier. Sieht halt richtig nach spanischem Festland aus. Ich
glaube, hier ist es echt lange her, dass hier irgendwie ein Tropfen Regen gefallen ist. Es sieht so trocken aus hier alles. Ja, hier vorne sieht man noch die hohen Berge von den Pyrenäen. Auch hier auf der linken Seite kann man richtig gut nochmal sehen. Da hängt aber auch so richtig schön das schlechte Wetter drin. Und ich würde sagen, wir haben hier alles richtig gemacht. Hier ist es schon wieder fast zu warm. Also wir sind jetzt die letzten paar Kilometer nochmal auf die Autobahn gefahren, weil das da hinten geht's so richtig runter und ich hoffe einfach, bitte, bitte, bitte lass uns hier rechts dran vorbeifahren, direkt ans Meer. Oh. Das würde uns nochmal eine richtige Dusche geben jetzt zum Tagesabschluss. Und guck mal, wo wir hinfahren. Wir fahren da lang und nicht da lang. Oh, das sieht gar nicht gut aus da vorne. Guckt euch das an, was hier hinter uns los ist. Oh. Wir fahren in die Sonne, ans Meer, bei 25 Grad. Ach ja. So, ich habe euch erspart, wie wir jetzt durch 2 fürchterliche Orte wieder durchgeschlichen sind. Und jetzt geht's final in unseren kleinen Ort und wir werden jetzt gleich, glaube ich, das Meer sehen. Vielleicht auch noch nicht. Mal sehen. Ich habe es schon mal gesehen und es sah sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr blau, sehr, sehr nass und sehr, sehr kühl. Und ich kenne einen, der da unbedingt rein will. Und das ist mein Hintern. Der ist nämlich schon echt ganz gut beansprucht jetzt. Vor allem hier, wenn man in diesem warmen Klima rumfährt und dann mehr oder weniger noch steht an den Ampeln und durch die Städte eiert, ist es echt nochmal so eine richtige Strapaze am Ende. Aber es hat bald ein Ende. So, Achtung. Achtung. Achtung und... Da ist es. Das Mittelmeer. Woohoo! Vom Atlantik bis ans Mittelmeer in 3 Tagen durch die Pyrenäen. Ach, herrlich. So, wir sind in Tossa de Mar angekommen. Jetzt müssen wir bloß noch unser Hotel finden. Und das war echt kein Spaß. Wir hatten uns für diese Nacht auch etwas in Anführungsstrichen günstigeres gesucht, denn hier direkt an der Costa Brava sind die Preise wirklich nicht ohne. Das Hotel war deswegen auch nicht ganz so dolle, aber das erzähle ich euch im nächsten Teil. Nachdem wir uns frisch gemacht hatten, ging es aber sowieso direkt in Richtung Meer, wo wir wieder echt gut gegessen und ordentlich Sangria gebechert haben. Aber wir haben es uns auch nicht nehmen lassen, noch eine nächtliche Sightseeing-Tour durch die historische Altstadt, welche wirklich schön ist, zu unternehmen, und auch die im 16. Jahrhundert zum Schutz vor Piraten errichtete Festung haben wir uns selbstverständlich angeschaut. Wir sind am Ende von Teil 5 angekommen. Ganz viel Liebe geht raus an alle, welche noch einen Daumen nach oben und einen Kommentar dalassen. Im nächsten Teil fahren wir die mit Abstand beste Küstenstraße am gesamten Mittelmeer, tauchen wieder in die Pyrenäen ein und es wird so viele Kurven geben, dass euch schwindelig wird. So viele Kurven, wie ich noch nie zuvor an einem Tag gefahren bin. Ihr dürft gespannt sein.
Wir sehen uns im nächsten Video.